Hallo liebe Zuseher, willkommen zu einer neuen Episode von Seki reagiert. Heute werden wir uns mal wieder Straßenkampftechniken aus dem Internet anschauen und sie dem Meister vorlegen. Bevor es allerdings losgeht, noch kurz zur Erinnerung, subscribt den Kanal, falls ihr noch nicht habt, lasst uns viele Likes da und aktiviert die Glocke, wenn ihr über unsere neuesten Aktivitäten auf dem Laufenden bleiben wollt. Und in unserer Beschreibung findet ihr auch andere Social Media Plattformen, Instagram zum Beispiel ist jetzt eingeblendet. Ja, lieber Seki, gehen wir es an, nicht? Schauen wir mal, ja. Ich habe heute von einem britischen Kanal, der sich mit Fitness und Lifestyle, aber eben auch Martial Arts beschäftigt, mir zwei der Most Painful Self-Defense Techniques Street Fight Survival rausgesucht. Ja. Interessant. Ja, das sind immer die super harten Namen. Und was sich dahinter verbirgt und wie effektiv das Ganze ist, werden wir mal besprechen, nicht wahr? Ja, bin mal gespannt. Na gut, dann schreiten wir vielleicht gleich zur ersten Technik. Schauen wir uns das an. So one of the most common things that we see in a lot of street fights is going to be the shirt grab. Kennt man ja, ne? Shirt grab. I'm like, alright fucker, I'm having you. Don't know why I went and a good grip is a standing one, isn't it? Thinking we're going to pull you about. Yeah. So you've got to make sure you deal with this grip really early. Again, especially Lexus. Pretty big guy, so I don't want him hanging on to me. Da geht es jetzt übrigens ums sich lösen vom Gegner, soll also keine Kampfoption werden. Das ist geile Statur, oder? Durchaus. Gestylt, der junge Mann, ja. Okay, so Handgelenksbefreiung. Ja. Auch wenn er festhält, hier bin ich mir jetzt nicht sicher, aber schauen wir mal, was er noch macht. Das gehört quasi, das ist zum Lösen gedacht, ne? So, jetzt hier in Echtzeit. Jetzt seht ihr halt noch bemerkt, ne? Sie vergessen nicht auf die andere Hand, schon mal löblich. Seid ihr nicht so sicher? Und die Analyse kommt dann noch. Ja. So. Ja, kurzes Funfact am Rande. Ja. Diese Technik habe ich in meiner allerersten Jiu-Jitsu-Stunde als Bub beigebracht bekommen. Und das hat mich dann natürlich ein bisschen überrascht, das jetzt unter den Most Painful Self-Defense Street Fight Survival Techniques zu finden. Ja, fang mal an. Okay, also erst einmal, also es ist mehr painful, das anzuschauen, als wie es das Ganze auszuüben, glaube ich mal. Ich glaube, painful ist es für denjenigen, die das ausführen müssen. Für irgendwen ist sicher painful, nicht? Ja, also ich kategorisiere mal das Ganze. Wenn man jetzt ich zeige es mal so, wenn man jetzt den Griff hier hat am Shirt, dann muss man sich das Folgendes vorstellen, wenn wir die Diagonale haben, also wenn das ist meine Hand, und ich greife jetzt mit meiner Hand, eigentlich die, was zuständig ist für die Schlaghand, hier rüber und setze die Hand schachmatt. Dann ziehe ich rüber und er schaut noch immer zu. Und dann kann ich mich abdrücken, hat er gesagt, und dann bin ich auf Distanz oder irgendwas anderes. Wir haben das gesehen. Das war die Idee, ja. Nur so funktioniert das nicht. Weil wenn ich jetzt hingreife, abgesehen davon, dass man schon schwer genug, weil es am T-Shirt hängt, und wir kennen den Jiu-Jitsu-Griff am Gi, es ist ja nicht so leicht, da wegzuziehen. Abgesehen davon habe ich eine Diagonale, wo ich offen bin, und ich kann hier nichts mehr abwehren. Das heißt, ich bin mehr damit beschäftigt, eine Hand zu befreien, anstatt dessen mit der linken herzugreifen, mit der rechten zu arbeiten, also mit der parallel laufenden Seite. Also die Technik ist auf jeden Fall da durchgefallen. Also so würde ich es nie zeigen. Ja. Ich würde es immer so zeigen, dass die Parallele zu mir läuft. Ich meine, die Burschen haben einen guten Ärmel, sind ziemlich gut trainiert im Bodybuilding. Also das ist der eine, hat einen hohen Bizeps, aber das hat mit Kampfsport und Kampfkunst nichts zu tun. Muss man jetzt dazu sagen, Weil der Anwender, also der schwarze Shirt ist eigentlich der, was die Technik zeigt. der Ausführende von der Technik, ein bisschen für Kontext, da hast du völlig recht, das ist eigentlich ein Fitnesskanal, er hat sich dann einen angehenden MMA-Fighter eben gesucht, damit das irgendwie
dass die Technik halt gescheit ausgeführt wird. Nur mein Gedanke wäre irgendwie, okay, wenn du angehender MMA-Fighter bist, dann verleiht dir das noch nicht die Kompetenz für das Aussuchen von den entsprechenden Techniken, nicht? Ich meine, es ist ja auch ganz hübsch und dynamisch ausgeführt, aber das würde jetzt die Technik letzten Endes... Es ist nicht einmal dynamisch ausgeführt, ehrlich gesagt. Weil ich sehe da nur eins, also ich will das ja recht fair beurteilen oder wirklich geradlinig mit den Übungen bleiben. Also hier ist nichts Painfules. Also das heißt, es ist zu gefährlich, wenn ich die Diagonale greife. Also, falls du mir jetzt das Shirt da haltest, ja. Gut, wir spielen es dann noch in echt. Ich spiele es noch durch, aber nur einfach nur für den Anfang, dass man nicht so viel warten müsste. Ich greife dich hier beim Shirt. Ja, und ich greife so, ich glaube, er hat genau so gegriffen und ich glaube, das war die Hand. Nein, die ist so rübergegriffen. Ja, und er hat dann so rübergegriffen. Genau. Ja. Achso, nein. Das wird dann die andere. So was, ja. Man lernt das ja immer im Verbund. Schau, ne? Die eine deswegen habe ich gesagt, also wir sind im Video und er greift hier. Schau, was macht denn die zweite Hand jetzt? Wenn du jetzt hier schlagst, ich habe ein Problem. Ich kann das da erstens sowieso, abgesehen davon, dass es schwer zu befreien ist. Nein, vor allem, du brauchst ja die in dieser Technik, ja, ist vorbei. Wenn der zuschlägt, drücken, ist es nicht möglich und das werden wir dann auch noch nachstellen. Also so viel mal zu dem. Und ich würde sagen, das ist ja noch ein zweites Video, gell? Ich habe noch ein zweites, ja. Okay, das ziehen wir dann nicht so lang, schauen wir uns das zweite Mal an. Na gut, gehen wir gleich zur zweiten Technik über. Die befasst sich mit einer Clinch-Technik sozusagen, wo es darum jetzt geht, wenn man mit beiden Händen da angegriffen wird. Nicht? Und ich kriege jetzt auch währenddessen auch dann und nachher dann auch die Einblendung, wie ich euch dann eine andere Alternative zeige. Oder eine bessere Möglichkeit zeige, wie man das machen kann. Ja. So, hier geht es um Würger. Befasst sich halt mit Würger oder mit dem beidhändigen Shirt Grab. Ja. Was er hier empfiehlt, ist halt, okay, geht nicht. Ne? He's going to crush our neck here pretty quickly, okay? So we've got to make sure that I bring both my hands on the inside to widen this grip. It's strong when it's together. Bringing it in, punching those hands in. From here, I'm going to push on Lex's chest, but as I push, he's going to go back. I have to make sure that I slide back as well, okay? So I don't want to stay here and punch in. I push him and he stays there. He's solid. Make sure. Punch in, push out as well. So that's the, nice break and escape. Swim in. So as he got to put it down again, he's got a bit Lowry. He's come at you. Same thing. Punching inside, breaking that grip, okay? From here, we're going to take a double tie clinch. Empfiehlt halt hier den Kopfstoß dann so als... Ich meine, der Eingang ist ja grundsätzlich das Gleiche, nicht? Also er will halt hier so für den Disengage ist ja genauso dieses Aufbrechen vom Griff wie... Okay. Ja. Willst du vorher was sagen oder soll ich das schon mit analysieren? Ich meine, ich sehe an deiner besorgten Miene, dass es wahrscheinlich nicht allzu toll wird. Ja, ich möchte dazu nur oft sagen, sowas sieht man gar nicht so selten in Self-Defense-Videos. Das Aufbrechen vom Griff so von ihnen. Ja. Also egal, ob du jetzt dann in den Clinch gehst und den Kopfstoß suchst oder ob du das aufbrichst und halt für den Disengage den Gegner nach hinten pusht. Ich nehme mal an, dir gefällt der Anfang schon gar nicht, ne? Nein, es sind Fehler drin, die extrem groß sind. Also wie gesagt, abgesehen davon, dass wenn jemand die beiden Hände hingibt, den Halsbereich oder auch Griff, ist ja wurscht, Hals und wirkt er ja nicht, so wie wir glauben, von der Seite, der wirkt ja mit den Daumen nach innen. Das heißt, er pusht die Daumen Richtung Kehlkopf und wenn er den Kopf so oben lässt, haben wir schon ein Riesenproblem. Das andere ist, für wen ist die Übung gedacht? Für Leute, die einen 60er Oberarm haben oder für Leute, die das halt vielleicht in der Allgemeinheit benutzen wollen oder als Selbstverteidigungstechnik tatsächlich einsetzen für Frauen. Also normale Leute, die jetzt nicht so aufgepumpt sind. Guter Einwand, da hast du völlig recht. So. Das ist das Zielpublikum, sind eigentlich nicht. Ich weiß nicht, also wo die das herhaben, aber eines ist klar. Wenn ich probiere mit beiden Armen nach innen zu gehen und nehmen wir mal einen echten aggressiven Gegner, der wirklich mit den Daumen nach innen pusht, nämlich mehrere Typen, auch Serial Killers, die ganzen Typen setzen den Daumen ein, zum Kehlkopf eindrücken. So, jetzt hast du bedingt Zeit und jetzt gibst du noch den Hals so frei, weil du brauchst auch so einen Hals, dass du es überhaupt halbwegs wegstecken kannst. Und jetzt nehme ich dir immer vor, einen Typen oder eine Dame oder was auch immer, der eher schmächtiger ist, ja. Und jetzt willst du, das geht ziemlich einfach. Das heißt, du musst es vorher abdecken. Das andere ist, in der Innenposition durchzukommen. Das ist ja verdammt gefährlich. Stell dir mal vor,
du probierst die Arme wegzuschubsen, wo der andere auf Adrenalinbasis Vollgas drückt. Das heißt, anstatt dessen hier abzusperren mit einer Seite und mit der anderen Hand Timerfist zu geben oder Augenstich zu geben, was alles möglich ist für die Straße. Also weniger Kraft einsetzen, mehr Schlagtechniken einsetzen, mehr Abstich an den Hals, die Luftröhre, Speiseröhre dicht machen, festhalten, zuschlagen auf das Nasenbein, Gesicht, lässt er eher ab. Aber das ist wieder, es ist halt eine 0815 Technik, die meiner Meinung nach für Mülleimer ist. Ja, ja, ich meine... Das ist mit Jiu-Jitsu nichts, und Jiu-Jitsu hat bei weitem bessere Technik. Mit Na sicher, aber ich meine... Das ist kein Gio. Das ist irgendwie ein hausgemachtes, wie nennt man es, schlechte Eistee hausgemacht. Irgendwie schlecht gewählt, keine Ahnung, ja. Ja gut, ich meine, die erste Technik, die Handgelenksaktion, hat ein bisschen wie schlechtes Gio angemutet. Die zweite Technik könnte man sich eingetreten haben, das ist vielleicht schlechtes Clinch-Fighting, womöglich aus irgendeinem schlechten Muay Thai. Die Burschen haben keine Ahnung. Nein, die Burschen haben keine Ahnung. Das ist ganz einfach, das ist halt mehr, ich weiß nicht, ob wir das immer aufgeschnappt haben. Der eine ist für mich mehr Bodybuilder, das sollte auch weiter dranbleiben. Und der andere ist halt, der hat das irgendwie so hergeholt, um einfach mal ein Video zu drehen. Leider, aber wir müssen auch unseren Zuschauern ehrlich sein und auch dem YouTube-Publikum. Meine Meinung ist die, ich habe das alles erprobt und wir kennen die Sachen, Selbstverteidigungssachen, die setze ich auch oft ein in verschiedenen Bereichen, im Sicherheitsbereich oder als Selbstverteidigungsnotwehrbereich, Wettkampfbereich gibt es genauso, wo wir auch genauso im Mixed-Martial-Art-Bereich das selber einsetzen. Aber hier sehe ich da zum Beispiel jetzt nicht wirklich, das ist einfach irgendwie gewollt, aber also ich will, aber ich kann nicht. Ja. Na, es wirkt fast so, als ob hier einfach ein Fitness-, Lifestyle-, Motivation-Kanal einfach, das Video ist knapp unter einem Jahr alt und hätte das erste Video aus einer eigenen Reihe von Straßenkampf- und Self-Defense-Technik-Videos werden sollen. Und wir kennen das auch aus unseren früheren Berichten, dass wenn man sich dann jemanden von außen holt, einen sogenannten Experten, da haben wir uns ja schon bei früheren Episoden von Seki reagiert, an den sogenannten Experten delektiert und ja, das dürfte wieder mal so ein Fall sein. Aber wir drehen das ja also ich werde es jetzt vielleicht läuft das schon unten dann, wie ich es mache und was die Empfehlung ist und mit einfachen besseren Techniken, auch nicht so schwer zu lernen, kann man das Ganze funktionell machen für zu Hause und ja, also als Ergänzung, aber da ist ziemlich vieles falsch und da muss wieder aufpassen. Also ich sage, es hat nichts mit den jungen Burschen hier zu tun. Ja, also, ja, die wirken recht sympathisch, nur nicht sehr kompetent. Ja, aber wir sprechen hier nicht von Sympathie alleine, sondern ihr wollt ja, dass wir funktionell haben. Ja? Ja. Also wenn ich es funktionell haben will, dann schaut euch das Video hier an, dann habt ihr was Gutes. Yes, Sir. Naja, das war's mit unserer Rezension von den Lex Fitness Self-Defense-Techniken. Ich glaube, die weiteren erspare ich dir. Die Auswahl hat mal schon gereicht. Schaust schon ganz fertig aus. Nein, absolut nicht. Ich meine... Und ehrlich gesagt, ich freue mich schon aufs Testen. Das dürfte dann halt Spaß werden. Ja. Das wird schon wahrscheinlich schon jetzt eingeblendet sein. Das wird mir sicherlich ein... Ja, klar. Ja, wir machen das Ganze jetzt für uns ist natürlich klar, wir schneiden es da zusammen, aber ich denke mir so, das wird sicher ein Heidenspaß, jetzt Sekis eisernen Griff mit diesen Techniken zu brechen. Es dürfte mir ein leichtes sein, verehrtes Publikum. Naja, anyways, ich würde sagen, das war's mal mit unserer Rezension. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und mir hat Spaß gemacht. Sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Vielleicht, falls ihr ihn immer noch nicht habt, nicht vergessen, subscriben, abonnieren, liken, Glocke, schon wissen. Hilft uns dann natürlich auch eine gewisse Verbreitung zu finden. Beschreibung, verschiedene Social Media Plattformen haben wir auch. Instagram ist immer eingeblendet. Voll. Folgt uns ein bisschen, empfehlt uns weiter. Naja. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Peace. Macht's das gut.